Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video und wir erzählen euch ein bisschen was über unsere Erlebnisse in Istanbul. Wir waren jetzt eine Woche in Istanbul und ja, da quatschen wir ein bisschen drüber, ne? Wie die Einreise war. Die Anreise, wir sind aus Kirklarelli angefahren, da musste man über die Autobahn fahren. Ja, die Autobahnen sind sehr gut in Ordnung. Wir hatten unseren ersten regnerischen Tag, dementsprechend war der Verkehr, also die Türken und Regen. Das passt nicht. Das passt nicht. Und dass es hier nicht schneit. Ne? Ja, also mit beziehungsweise selten. Schnee, glaube ich, wäre dann noch mehr Chaos. Ein Autounfall hatte ich ja gesehen, ne, im Rückspiegel. Das war unmittelbar hinter uns. Das war schon ein bisschen erschreckend. Wie bei, wie hatte die Serie geheißen? Cobra 11, Autobahn Cobra oder sowas. Ja, so sicher ein Stunt war das. Also das war schon ein bisschen Gänsehaut. Unser Spiegel, wir sind ohne Seitenspiegel spazieren gefahren. Also ich habe mich einfach nur in der Mitte gehalten, überholen tun die so rechts, links, hinten, vorne, wie sie wollen. Da gibt es keine Regel, ja. Deutsche Regeln, deutscher Führerschein ist komplett irrelevant. Aber das ist so. Wir sind ja aus Deutschland weg, da soll man sich auch die deutsche Regel halt nicht halten, weil die halt nur in Deutschland gelten, ne? Genau. Man braucht keine Angst haben. Sie fahren zwar irgendwie chaotisch, Hupen und Lichthupe ist normal, aber das ist nicht so wie in Deutschland provokant oder irgendwie provozierend, sondern eher Vorsicht und Achtung, ich komme und weil die blinken nicht. Blinker ist nach wie vor Deko in den südlichen Ländern. Ja. Dementsprechend gucken die dann auch nicht und wechseln dann irgendwie die Spuren, wie sie wollen. Das soll eher eine Warnung sein, auch wenn man da über Fahrradwegen ist, dann wird auch gehupt und Licht etc. Das soll jetzt nicht provozierend sein, wie man vielleicht denken würde, also, und die achten trotzdem auf einen. Also egal, wenn dann eine Spur ist und dann wird draußen dreispurig gemacht, aber irgendwie guckt jeder, dass er sich nicht irgendwo einen Blechschaden holt. Aber jeder will der Erste sein, ne? Jeder will der Erste sein, ja. Auf jeden Fall, die Anreise war sehr anstrengend für mich, also mit Regen und türkischer Fahrweise. Ja. Gut, dass wir dann in Istanbul einen kurzen Weg hatten in der Stadt, also Autobahn abgefahren und vielleicht 15 Minuten im Innerstadtverkehr, weil das ist dann, also wir haben das Auto dann stehen gelassen bei der Unterkunft, wo wir waren. Wir sind auf der asiatischen Seite, anatolischen Seite gewesen, in die Gegend Kadıköy, genau. Und ja, Auto stehen lassen, wir haben es nicht mal einmal angehört. Weil, am besten ist das halt in Istanbul, wenn ihr dann da seid, dass man sich die Istanbul-Karte relativ auch schnell mal in den Automaten auf den Bahnhöfen mal relativ, ne? Die kostet glaube ich 70 Lira. Das Video dazu kommt ja noch. Wie man sich das genau alles macht, und mit der Karte könnten wir eigentlich mit Bus, Bahn, Metro und mit den Schiffen auch zu der europäischen Seite nach Eminönü fahren. Eigentlich ganz praktisch, ihr braucht nur eine Karte pro Familie auch. Ihr könnt auch mehrere Karten haben, aber das macht ja keinen Sinn. Ja, auf jeden Fall ist diese Istanbul-Karte Gold wert und man weiß die dann immer zu schätzen. Wir sind dann auch durch diesen Tunnel gefahren, 5 Kilometer lang, ne? Bei der Einfahrt, den wollte ich auch noch erwähnen, 5 Kilometer lang, 2016 haben die den fertiggestellt. Kostet gar nicht viel, ich glaube 30 Lira, 1 Euro oder sowas, oder 2 Euro, ich glaube mit hin und zurück. Aber mit dem Schiff ist es am bequemsten und ich denke mal am nervenschonendsten. Und ansonsten der erste Eindruck Istanbul, also 15 Millionen Einwohner, doppelt so viel wie ganz Österreich, eine Stadt. Also man muss, wenn man viel unterwegs zu Fuß ist, halt mit Kind noch Augen überall haben. Ne? Sehr chaotisch, es passiert sehr viel gleichzeitig auf der Straße.
Ja, auf jeden Fall voll mit Leuten. Also London waren wir auch, jetzt zum Vergleich, ist zwar auch riesengroß, aber irgendwo das Gewusel in Istanbul ist viel, viel mächtiger. Also das ist ja irgendwie durch diesen ganzen Verkehr und dieses Und auch noch die Gehupe, Motorräder, die dann ja, dazwischen auf den Gehsteig fahren. Gehsteigen, dazwischen den Menschen auch fahren. Das ist schon so. Ja. Ja, es waren in den ersten 3 Tagen, da musste ich mich immer am Abend erholen. Es war mir zu viel. Ja, wir waren den ganzen Tag unterwegs, so ab 10 Uhr oder so, Ja. schon losgegangen, essenstechnisch, du kriegst an jeder Ecke alles von bis, ob Frühstück, ob irgendwelche gemischten Sachen, Ja. Döner ist sowieso ganz was anderes, wie man in Deutschland kennt. Ganz viele Bäckereien, leckere Bäckereien. Also ein Kuchen sah aus besser als das nächste. Ja. Chai an jeder Ecke. Wir haben uns Genau. angewöhnt, statt Kaffee Chai zu trinken. Wir haben den Entzug jetzt von Kaffee seit einem Monat erfolgreich abgeschlossen. War auf jeden Fall gut, ja. Und ansonsten überall relativ günstig. Günstig, Was wir gesehen schnell, haben, man ja. kann günstig einkaufen. Also ein Original Bayern-Trikot kann man sich schnell mal gönnen für 5 Euro. Nike, Versace, Louis Vuitton Gucci, Tasche, ja, wollte ich schon immer. Also viele Menschen rennen auch mit so Gucci, Louis Vuitton Taschen herum. Ja. Warum nicht? Ja gut, Ist ja auch eine Tasche, ne? Genau. Ja. Ansonsten Parks, viele Spielplätze Genau, für entlang Istanbul. der Küste, ne, wo wir gefahren sind. Also wir sind ja durch den Istanbul, ich glaube, 1 Stunde gefahren bis zu unserem Zielort, aber da wäre noch weiter Weg vor uns, ne, weil es ist so eine riesen Stadt. Und da entlang waren zig, ich weiß nicht wie viele Spielplätze, eins schöner als das andere. Sportplätze, Basketballplätze, Skateparks. Squash und alles. Ja, also wirklich toll. Sport, auch Fahrradwege. Über die Fahrradwege, wie viele Fahrradfahrer haben wir da gesehen, ne? Nicht viel, eher ne? die Mofa und Genau, Motorradfahrer. es ist mehr eine Motorradspur Ja. als irgendwie für Fahrradfahrer, aber theoretisch könnte man Fahrrad fahren, wenn man möchte. Ja. Viel Gewusel. Uns hat die asiatische Seite besser gefallen, wo wir waren. Wir waren, glaube ich, nur einen Tag auf der europäischen, wo dann die ganze Ja. Architektur ist und die ganzen Touristen, die Basare, Grand Bazaar war dort ist ein Ja. Riesending. Also der Ja. Grand Bazaar, wir dachten, wir sind bei einem Bazaar auf der asiatischen Seite, aber war das Ja. so ein einheimischen Bazaar, Das der war schon so Mini, riesig war. ja. Im Nachhinein war Mini, aber da Ja. durchzukommen, eine halbe Stunde durch die Menschenmassen. Und der Grand Bazaar, Und Spicy Bazaar auch, ne? ja, alles gemischt irgendwie dabei. Und auf dem Weg schon, man geht da irgendwie hoch, so ein bisschen durch Ja, die die Gassen. Gassen, sehr schön. Und Alles. überall Teppichhändler, Orangensaftverkäufer. Ja, da kann man sich auch schon mal den Umhang oder Schal schon für die Moschee direkt kaufen, ne? Falls man da in die Moschee reingehen möchte. Genau, da sind die ganzen Moscheen, die alles sind, die ganze Architektur. Hagia Sophia, Blaue Moschee. Genau. Nur man muss halt mit sehr langen, egal wann, weil wir waren im September, Oktober waren wir? Oktober, oder? Oktober selbst hast du so lange Schlangen. Wir wollten noch am Abend nochmal vorbei. Haben gedacht, da wird nicht mehr so viel los sein. Da war es ja schon zu, ne? Also ziemlich schnell. Soweit alles so lange offen ist, bis 10 Uhr, das war glaube ich nur bis 18 Uhr geöffnet, Hagia Sophia. Die Sehenswürdigkeiten und Museen sind sowieso Ja. allgemein in der Türkei. Ich glaube, 18 Uhr ist schon das höchste der Gefühle, gerade außerhalb der Saison. Ja. Aber ja, An jeder Ecke Jubiläerladen, Hochzeitskleider ohne Ende. Also wirklich so wunderschöne Kleider. Also wenn man dann wirklich vorhat zu heiraten, da soll man einfach mal ein Weekend frei nehmen und nach Istanbul fliegen. Da kriegt man alles, glaube ich, direkt. Und ich würde da einfach mal übers Wochenende fliegen und dann mich dort mal umschauen, ne? Weil das ist halt günstiger, schöner und so ein bisschen anders. Ne? kann Man man hat so gucken. viel, Ich bin da nicht der Experte so in viel Hochzeitskleider. Auswahl. Ne? Ja, ich auch nicht, aber ich denke mal schon, dass man da das richtige Kleid oder ein Smoking finden würde. Ja. Ja, man kann auf jeden Fall vieles erleben. Also ich sage mal, Wochenende ist meiner Meinung nach echt zu wenig, wenn man jetzt nur in einem Hochzeitskleid fliegt.
wir waren da jetzt eine Woche und wir hätten dann noch einen Monat bleiben können. Wir hätten wahrscheinlich die Hälfte noch nicht, also nicht mal ein Zehntel wahrscheinlich gesehen von A bis Z. Wir waren dann noch nachher auf einem Berg, da kommt auch noch ein separates Video, der so ein bisschen ein Geheimtipp ist. Da sieht man ganz Istanbul, ist so ein einheimischen Ausflugsziel. Der ist auf jeden Fall cool und da sieht man erst von oben rundherum von dem Berg, 360 Grad kann man rundherum gehen, welche Riesenstadt das ist. Alleine der Flughafen ist so groß wie vielleicht Köln oder sowas gefühlt. Also das ist extrem, also überdimensional, hat uns schon so ein bisschen überrascht. Polizei, Sicherheit, wenn man mal also so sagt, in London zum Beispiel, wenn du in die falsche Gasse gehst, ja gut, die sind mit Kameras überwacht, aber also wir haben uns sehr, sehr sicher gefühlt, selbst nachts da, wo wir am ersten Tag an dieser Promenade herumgelaufen sind, selbst dort ist ein großer Polizeiposten, habe ich so auch noch nie gesehen, dass da genau am Strand quasi so ein richtig großer Polizei, also nicht irgendwie so zwei, so ein Häuschen oder so, sondern ein richtig riesen Ding. Ja, auf jeden Fall eine Sicherheit, müsste nicht, dass ich da irgendwie eine Minute mich unwohl gefühlt hätte in Istanbul, zu welcher Uhrzeit auch immer, in welchen Gassen wir auch waren. Über Müllabfuhr wollten wir auch kurz mal was sagen, weil es hat uns so ein bisschen überrascht, nicht, dass das so wichtig wäre, aber da gibt es ja nicht so wie bei uns Müllabfuhrwegen, sondern da gehen halt tatsächlich Menschen mit so kleineren Wagen auf den Rollen, ne? Ja, die haben so einen Huckepack, so eine Rikscha oder wie man das so nennt. Rikscha war das nicht, weil es war größer als die selbst. Ne? Ja, so ein Ding, zeigen wir eh ein Bild. Ja, sonst würden die ja wenn die da mit dem Müllwagen spazieren fahren. Und also das wäre überhaupt nicht möglich. Ne? Bei dem Verkehr, so wie man es kennt in Deutschland, dass der da an jedem Haustür irgendwie stehen bleibt, das ist nicht möglich. Deswegen haben die da so Ein-Personen-Müllwagen, die da quer durch die Straßen gehen. Auch eine Lösung, ne? Dass da mal irgendjemand dafür findet. Nur traurig, dass da halt auch Kinder selbst das machen müssten. Ne? Ja, Armut ist auf jeden Fall ein Punkt. Also Kinder, Erwachsene, die da im Müll irgendwie stehlen, bei 15 Millionen Einwohnern, da wird es nicht jedem irgendwie gut gehen, das muss man auch klar sagen. Und das ist allgemein, glaube ich, in jeder Großstadt so. Selbst in Wien hast du Obdachlose oder Deutschland sowieso die Großstädte, die Menschen, die irgendwo in den Mistkübel nach Pfandflaschen sammeln. Aber leben halt alle irgendwie so an Haus. Da hast du einen riesen Wohnblock, einen Shopping Mall und original Designerklamotten, alle fröhlich. Und dann hast du, da wo der Bazar war, die Einheimischen, die sich für 1 Euro das Gemüse einkaufen, 5 Kilo. Ne? Also. Das teilt ja halt nur eine Brücke und dann bist du schon in ein bisschen anderen Welt. Ne? Ja, unser Fazit von Istanbul, ob wir da leben könnten oder auswandern. Ich für mich sag mal so, für ein Jahr könnte ich es mir vorstellen, aber ohne Auto, denke ich mal. Definitiv, ja. Also das Öffi-Netz ist sehr stark ausgebaut. Also du kommst mit U-Bahnen, Straßenbahnen, Bussen, mit Schiffen, egal wo du hin willst, kommst du relativ schnell und bequem hin. Also das ist schon relativ modern alles. Da könnte ich mir vorstellen, irgendwo auf der asiatischen Seite, wo wir waren, die Gegend, die hat mir eigentlich gut gefallen. Ja, wir wurden da von einer deutschen Dame, die so eine Bäckerei hat, die hat uns schon gesagt, dass sie die europäische Seite nicht mag. Und ich habe mich schon gewundert, warum, und jetzt weiß ich es warum. Also, abgesehen von den Touristenmassen, wahrscheinlich im Sommer noch schlimmer, irgendwas hat mir dort nicht gefallen. Mir hat's dort tatsächlich gefallen. Vielleicht auch sogar mehr als die asiatische Seite. Und ich könnte mir mal vorstellen, nochmal so ein Mädels Wochenende oder eine Woche nochmal mit meinen Mädels nochmal die alle Moscheen dann abzuklappern und alles, was ich dann schauen wollte. Und meine Familie mit mir nicht. Das sind die Meinungen ein bisschen anders. Istanbul wäre nicht für mich. Das wäre für mich Stress pur. Ja. Das wäre für mich mit Kind viel zu viel. Viel zu viel von allem. Ja. Positiv ist halt, du hast wirklich Action. Ne? Wenn du jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr dort bist, da hast du eigentlich nichts, wo du sagst, wenn du frei hast, dass du irgendwo auf Netflix vor die Couch setzen kannst.
Wir hoffen, dass unser Video euch gefallen hat. Wir würden uns mal sehr, sehr tief freuen über einen Daumen nach oben oder ein Abo. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und ja, wir freuen uns bis zum nächsten Video und tschüss. Tschüss.